Ihr schon mal was von Process Mining gehört? Ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere das vielleicht noch nie in ihrem Leben oder seinem Leben gehört hat. Doch tatsächlich ist das Gebiet, in dem ich an der Universität Mannheim forsche. Process Mining beschreibt die Disziplin der algorithmischen Forschung, also wir entwickeln Algorithmen, die dann versuchen, aus realen Prozessdaten, die zum Beispiel in ERP-Systemen wie einem SAP zum Beispiel aufgezeichnet werden, die aus diesen Daten versuchen, automatisiert Insights zu generieren, die dann dazu beitragen, dass der operationalisierte zugrunde liegende Prozess verbessert wird. Ein zugrunde liegender Prozess kann zum Beispiel ein Einkaufsprozess sein, ein ganz normaler Purchase-to-Pay-Prozess, der aufzeichnet, was für Einkaufsaktivitäten in einer Firma tatsächlich passiert sind. Ein Teilbereich davon nennt sich Conformance Checking. In diesem Teilbereich forsche ich persönlich in meiner Dissertation. Dieser Bereich Conformance Checking beschäftigt sich quasi damit, einen Sollzustand, der meist in der Form eines Prozessmodells definiert ist, abzugleichen mit dem, was wirklich in den ERP-Systemen, also zum Beispiel im SAP, aufgezeichnet wurde. Wenn wir an unseren Einkaufsprozess denken, könnte es zum Beispiel sein, dass wir dann erkennen, dass eine Abweichung passiert ist, zum Beispiel, dass ein zweiter Kreditwürdigkeitscheck vom Lieferanten durchgeführt wurde. Um diesen Bereich Conformance Checking jetzt wissenschaftlich voranzutreiben, stellen wir uns 3 grobe Forschungsfragen. Die erste Forschungsfrage versucht, die Abweichungen, so sie denn erkannt wurde, zu charakterisieren. Wenn wir uns unseren doppelten Kreditwürdigkeitscheck angucken, kann es ja sein, dass das sogar gewünscht ist, dass diese Abweichung vorkommt, weil sich der Prozess über Zeit verändert hat. Das heißt, die Anforderungen an den Lieferanten sind einfach größer geworden und deswegen ist dieser zweite Check notwendig geworden. Es kann aber auch sein, dass es ungewünscht ist und wir eigentlich Ressourcen damit verschwenden, dass wir diesen zweiten Check machen. Und falls es wirklich ungewünscht ist, dann möchte ich hier eigentlich als Prozessmanager oder Prozessmanagerin wissen, warum diese Abweichung passiert ist, um dann Maßnahmen zu ergreifen, diese Abweichung zu verhindern. Und deswegen versuchen wir quasi in dieser Forschungsfrage herauszufinden, wie wir am besten diese Art von Abweichungen charakterisieren können, um dann im Endeffekt auch einen Mehrwert für Benutzerinnen und Benutzer hervorrufen können. In der zweiten Forschungsfrage geht es darum, dass wir versuchen, Visualisierungskonzepte zu entwickeln, die den Prozess des Conformance Checking im Unternehmen begleiten. So ein Konzept gibt es momentan noch nicht, aber es ist natürlich schon wichtig, genau das zu zeigen an der entsprechenden Stelle des Conformance Check, was die Benutzerinnen und Benutzer tatsächlich sehen wollen. Also die Information Needs der User quasi zu erkennen und dann genau das zu zeigen, was man auch wirklich braucht. Wenn man zum Beispiel an unseren zweiten Kreditwürdigkeitscheck denkt, dann kann es natürlich sein, dass eigentlich alle erstmal dann wissen wollen, alle Benutzerinnen und Benutzer, wo in Deutschland, wo weltweit das überhaupt passiert ist. Das heißt, zeigt mir doch erstmal eine Landkarte, wo dann drauf steht, aha, das ist genau jetzt da passiert. Oder ich möchte vielleicht sogar einen Alarm haben, der aufzeigt, dass diese Abweichung gerade jetzt in diesem Moment passiert ist an dem und dem Standort. Und wir versuchen quasi erstmal herauszufinden, was die Information Needs sind, die tatsächlich die User haben, um entsprechend dann die Konzepte entsprechend zu entwickeln. Die dritte Forschungsfrage, die beschäftigt sich damit, dass es ein Problem in vielen Anwendungsdomänen ist, dass wir kein tatsächliches Prozessmodell, keine Prozessrichtlinien in der Form haben, dass die für Conformance Checking benutzt werden können. Wenn wir zum Beispiel an Anwendungsdomänen wie das Gesundheitswesen denken, da steht meistens nur sowas wie, wenn Medikament X gegeben wird, muss ich 5 Stunden warten, bis ich Medikament Y gebe. Aber als Text, und das kann selbstverständlich nicht einfach in einen Algorithmus eingespeist werden als Sollzustand eines Prozessmodells. Und wir versuchen quasi diese Aufgabe des manuellen Übersetzens von Texten zum Beispiel in Prozessvorschriften zu automatisieren oder zumindest teilzuautomatisieren, sodass dieser manuelle Anteil wegfällt und dementsprechend mehr Domänen tatsächlich überhaupt erstmal erschlossen werden, sodass sie überhaupt erstmal in der Lage sind, Conformance Checking zu betreiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir also versuchen, den Conformance Check besser, einfacher, anwendungsfreundlicher zu machen und dabei gleichzeitig neue Anwendungsdomänen zu erschließen, die dann überhaupt erstmal in der Lage sind, Conformance Checking zu betreiben. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen interessiert. Falls das so ist oder ihr Rückfragen habt, würde mich freuen, wenn ihr mich kontaktieren würdet.